Wir gehen immer weiter in Richtung Frühling zu. Insofern dachte ich mir, ich bringe mal frische Düfte mit, die perfekt in den Frühling, aber auch bis in den Sommer rein natürlich funktionieren. Und der allererste Duft, den ich dabei habe, ist von Voyage Imaginaire, der Tea and Rock'n'Roll. Das ist ein wunderschöner Start aus Bergamotte, also was sehr, sehr zitrischem, aber eben was leicht heuig bitterem mit Mate-Tee. Wahnsinnig spannend. Das ist für mich kein so 0815 zitrischer Duft, sondern hat eben durch diesen Tee, durch diesen Mate was sehr, sehr Besonderes. Limette führt natürlich auch dazu, dass da was leicht grün, zitrisch, bitteres nochmal mit reinkommt. Ein super gefälliger, erfrischender Duft. An alle, die wirklich Teedüfte mögen, ich kann euch nur empfehlen, den Tea and Rock'n'Roll mal auszuprobieren. Das ist wie ein schöner, aromatischer Grüntee mit einem Spritzer Zitrone. Ich habe noch keinen anderen so schönen Teeduft gerochen. Der hat eben so was leicht Beruhigendes, aber auch Erfrischendes, und die Kombination aus beidem macht diesen Duft wahnsinnig besonders. Perfekt für den Alltag, absolut unisex zu tragen und von der Sillage her sehr, sehr angenehm. Pure von Mr. Waldron ist definitiv auch ein Kandidat, den man perfekt im Frühling oder auch im Sommer tragen kann. Ich finde, er startet auch zitrisch frisch, hat aber im ersten Riechen für mich leichte grüne Vibes mit drin, und hier ist die Besonderheit, dass man auch schöne Blüten nochmal mit reinbekommt. Der Duft im Vergleich auch zum Tea and Rock'n'Roll, der hat auch was leicht Herbes, dieser Pure, hat aber natürlich nicht dieses Teege. Und ich finde tatsächlich, dass der Pure, so vielleicht wie es der Name auch schon sagt, so ein bisschen Sauberkeitsvibes noch mit reinbekommt. Aqualp 2334, das ist auch wirklich so ein frischer Klassiker, der meiner Meinung nach auch wirklich immer geht. Der hat einen ganz besonderen Twist im Gegensatz zu den Düften, die wir davor hatten. Wir hatten ja beim Tea and Rock'n'Roll hatten wir eben Tee mit drin. Hier haben wir Lavendel mit drin, und das kommt auf jeden Fall im ersten Riechen auch raus, wie so ein schönes Lavendelfeld, sehr frisch, nicht muffig, weil er einfach gut unterlegt wird durch zitrische Früchte. Was ganz toll ist, ist, dass der eine leichte Süße mit reinbekommt, mit einer Vanille. Aber für meine Nase ist einfach der Lavendel und diese Zitrusfrucht wirklich das, was da im Fokus steht. Absolut unisex-tauglich, auch nicht zu penetrant, sehr erfrischend, perfekter Alltagsbegleiter, ist aber von der Haltbarkeit her tatsächlich nicht das Performance-Monster. Aber ehrlicherweise, ich finde, bei solchen Düften freut man sich ja auch mal nachzusprühen, weil das gibt immer so einen frischen Kick. Etwas würziger ist der Einschlag beim Esprit de Contradiction von Maison Martin. Hier haben wir nämlich unterschiedliche Kräuter nochmal mit drin und auch Gewürze, die den Duft echt nochmal speziell machen. Was eben so die Besonderheit von diesem Duft ist, finde ich, dass der eben nicht so dieser klassische zitrische Duft ist. Das ist ein frischer Duft, das ist ein heller Duft mit leicht gewürzigen Noten, wo aber eben diese zitrischen Noten nicht so im Fokus stehen. Das heißt, für alle, die so sagen, ja, zitrische Düfte mag ich nicht so gerne, aber frische Düfte dafür umso mehr. Da könnte der Esprit de Contradiction auf jeden Fall das Richtige sein. Wir bekommen hier eher im Verlauf eine dezente Blüte, eine ganz leichte Süße dadurch mit rein, aber auch holzige Noten, die den Duft einfach so ein bisschen abrunden. Aber dieses Zitrische, was man am Anfang ganz kurz hatte, spielt eben nicht so wirklich die Rolle. Ist ein Duft, dessen Sillage jetzt auch nicht überdurchschnittlich ist und von der Haltbarkeit leider auch nicht. Das haben leider solche frischen, helleren Düfte oft so an sich. Also auch bei dem Esprit de Contradiction muss man einfach im Tagesverlauf definitiv nachsprühen. Und zu guter Letzt habe ich noch den New Wave von Les Bagues Bois mit dabei. Das ist auch ein sehr, sehr besonderer Duft, wie ich finde, der mich immer so ein bisschen an Minze oder diese Eisbonbons erinnert. Ja, am ersten Riechen kommt eben diese Minze, diese Pfefferminze wahnsinnig schön raus. Wirklich ein erfrischender Start, sehr frisch, hat dadurch aber auch einen eben grünen Einschlag, sehr hell, so ein bisschen molekular schon fast. Was schön ist, dass diese grünen Noten auf jeden Fall erhalten bleiben, auch mit Virginia Cedar, und wir bekommen im Verlauf eben holzige Noten mit rein, in Kombination mit Moschus, die das Ganze so ein bisschen hautnah machen. Also das auch ein Duft, wo die Sillage jetzt nicht wahnsinnig krass ist, ein Duft, der eher hautnah ist. Auch hier, das sage ich speziell dazu, auf jeden Fall auf die Haut aufsprühen. Der entwickelt sich auf der Haut ganz, ganz anders als eben auf dem Duftstreifen. Aber was ich an diesem Duft so besonders finde, ist eben dieser frische Kick, der jetzt nicht aus was Aquatischem kommt, sondern eben aus dieser schönen Minze, dieser eisblauen Minze, wie so ein schönes Minzbonbon, was eben so auflockert, und deswegen finde ich, passt der perfekt auch in die wärmere Jahreszeit. All diese Düfte für mich auf jeden Fall unisex zu tragen, also da hat man wirklich die Qual der Wahl.
Und wenn du jetzt sagst, einer von denen interessiert mich, dann kannst du einen in 8 ml gewinnen. Dafür einfach den Channel abonnieren, like das Video und lass mich in den Kommentaren wissen, welchen von diesen Düften du ausprobieren möchtest. Und ich freue mich, wenn jetzt in Zukunft immer mehr Frühlingsdüfte da sind oder wir dann auch in den Sommer reingehen. Ich kann es nicht abwarten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit mir durch den Frühling und auch durch den Sommer auf eine duftende Reise gehst. Bis dahin alles Liebe. Ciao, ciao.